Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Goldwasch-Folge von mir, ein neues Video seit Ewigkeiten. Ich war im Urlaub, musste mich mal ein bisschen erholen und jetzt bin ich aber wieder da und hoffe, dass endlich bald, ich habe gestern schon mal geguckt, ein paar Felder frei werden, momentan ist es noch nicht so. Deshalb bin ich jetzt wieder Goldwaschen gefahren, diesmal an einem neuen Bach. Hier war ich bis jetzt noch gar nicht. Ich hatte mir das mal, recherchiere ja vorab, dann immer schon, wo es sich eventuell lohnen könnte. Und hatte dem Damian das schon mal erzählt, der war schon einmal hier zum Prospektieren. Und jetzt dachte ich mir, jetzt muss ich endlich auch mal hierher fahren. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, habe noch Urlaub und habe das mal in Angriff genommen. Ist ein bisschen weiter weg von mir. Und wie ihr seht, das ist extrem idyllisch hier. Wir haben hier richtig große Steine. Im Endeffekt, die beiden Hänge sind voller Steine und Wurzeln. Also es gibt hier unendlich Möglichkeiten, wo sich Gold abgelagert haben könnte. Ich habe jetzt an 2 Stellen schon mal Testpfannen genommen. In der ersten Pfanne hatte ich 2 ganz wirklich richtig winzige Mikrokrümel und in der zweiten 3 Mikrokrümel. Aber da es sich so anbietet, hier vorne eine Rinne zu setzen, werde ich das jetzt einfach mal machen, mal ein paar Eimer vorsieben und die mal durchlaufen lassen und einfach mal gucken, was am Ende bei rumkommt. Dann gibt es auf jeden Fall für die Sonnenbegeisterten noch wieder einen kleinen TV-Bericht zu meinem Goldschatz. Und zwar habe ich da Ende Juni mit Kika gedreht. Also es gibt da bei der Sendung 9,5 am 14.07. meine ich um 8:30 Uhr. Ich blende euch das aber auch nochmal ein. Einen kleinen Bericht zu meinem Schatzfund oder generell, ja, das Thema lautet Schatzsucher. Also wenn ihr Lust habt, schaltet da gerne ein. Falls ihr da nicht könnt, ihr findet das natürlich dann auch im Nachhinein in der Mediathek. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und ich werde jetzt mal schauen. Das Graben ist hier relativ schwer wegen der ganzen Steine, aber ich hoffe, dass am Ende ein bisschen was bei rumkommt. Viel Spaß mit dem Video. So, 2 Eimer Material grob habe ich vorgesiebt. Damian hatte mich schon gewarnt, es ist hier so ein bisschen vom Grund her lehmig, wobei ich es jetzt nicht so extrem empfinde. Klebt zwar immer mal wieder was an der Schaufel dran, aber es ist auch noch genug Material, was abrutscht. Also schön kiesiges Material auch. Ja, wollen wir mal gucken. Wascht mal durch. Ich hoffe, dass was hängen bleibt.
So, ich habe jetzt mal nach den 2 Eimern einen Cleanout gemacht, weil ich nichts in den Prospektionsmatten sehen konnte. Ich habe jetzt die Rinne einmal ausgespült gehabt, da war nur ein kleines Stückchen drin. Und jetzt habe ich die Matten mal ausgewaschen. Es ist aber sehr viel schwarzer Sand hier, also eigentlich ein gutes Zeichen. Die Stelle hinter diesem Felsen dort, wo die Schaufel steht, erschien mir jetzt auch nicht so schlecht. Also, und es waren auch ein paar Schrotkugeln mit drin im Material. Also, mal gucken, was hier drin ist. Das reicht jetzt zum Gucken. Also das ist hier auch sehr bewachsen, so dass hier kaum ein Strahl Sonne reinscheint. Dadurch lässt sich das Gold natürlich ein bisschen schlechter erkennen. Oh, schauen wir mal. Ja, ein Stückchen blitzte hier schon auf. Ist auch ein bisschen größer. Also ganz okay, aber die Menge war 2. Jetzt kommt ein bisschen Sonne und sieht man es besser. Hier. Fünf, 6. Meine Laune baut vielleicht 7 Krümelchen. Ja, ziemlich viel kleines Zeug auch. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Manchmal rutscht ja doch was mit nach unten. Aber insgesamt, sag mal, von der Arbeit, die man hier hat,
Und der Ausbeute ist jetzt nicht so grandios. Ja, also ich sehe hier nichts weiter. Das wird es gewesen sein. Also so ungefähr 8, 9 Stückchen, vielleicht 10, wenn man so den ganz kleinen feinen Staub dazu zählt. Aus 2 Eimer Material hier hinter diesem Stein. Das ist noch nicht das Optimum. Aber Gold gibt es hier auf jeden Fall schon mal, was ja nicht verkehrt ist. Vielleicht einfach mal an einer anderen Stelle gucken. Ja, ob ich das heute noch mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht setze ich die Rinne einfach jetzt nochmal und schaufel nochmal 2 einmal durch. Jeder nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe, um zu gucken, ob da noch ein bisschen was mehr kommt. Das wäre jetzt so meine einzige Hoffnung. Ansonsten war es das dann. So, letzter Versuch für heute. Ich habe jetzt mal hinter diesem großen Stein diese Tasche hier leer gemacht. Ihr könnt das auch ganz gut hier an den umgebenden Bäumen und Wurzeln erkennen, dass das Wasser, wenn das hier hoch steht, überspült das eigentlich diesen Stein. Und hier müsste sich dann ja was abgesetzt haben eigentlich. Deshalb habe ich es jetzt mal leer gemacht. Da hatte ich bis jetzt noch gar kein Glück bei sowas. Mal gucken. Das werde ich jetzt mal durchwaschen. Das sieht so ein bisschen modderig aus. Ganz komisch. Wie so Schokopudding. Mal gucken, vielleicht bringt mir der Schokopudding ja doch ein bisschen Glück. Fast wie so ein lehmartiges Material. Da bin ich ja echt mal gespannt. Ja, ist sehr lehmig.
Ja, liebe Leute, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Ich hatte doch tatsächlich gerade beim Cleanout aus diesem Pocket hier an der Seite tatsächlich ein paar Flitterchen drin. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das erste Mal, dass es bei mir funktioniert hat. Also von daher bin ich echt glücklich. Die Goldmenge an sich ist natürlich winzig gering. Ich bin hier aber auch recht dicht an der Stelle, wo man ganz gut den Bach betreten kann, und ich denke nicht, dass das die optimalste Stelle ist. Also man müsste gegebenenfalls ein bisschen bachabwärts nochmal andere Stellen suchen, nochmal weiter prospektieren, aber für den ersten Tag bin ich echt zufrieden. Ich habe den Goldnachweis erbracht und von daher kann man nicht meckern. Also die Stelle hier ist naturmäßig wunderschön, und darauf kommt es dann letztendlich ja auch an. Ich bin auch nicht so der Typ, der dann unbedingt irgendwo hinfährt, zum Beispiel an die Eder oder so, wo man weiß, da gibt es ordentlich viel Gold zu finden. Das ist für mich eher unspannend. Also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie die riesige Menge zu finden, sondern ich fahre dann wirklich eher abenteurermäßig an irgendwelche Bäche, die teilweise noch nicht mal einen Namen haben, und gucke da einfach, ob es da auch Gold gibt. Das finde ich viel spannender. Und ja, hier hat es jetzt auch wieder funktioniert. Ich wusste natürlich von Damian schon, dass der hier so ein kleines Flitterchen gefunden hat. Aber wie gesagt, der Tipp zu diesem Bach kam von mir. Also von daher bin ich froh, dass das funktioniert hat und dass er auch was finden konnte. Eigentlich war geplant heute, dass er mitkommt. Das ging leider beruflich bedingt bei ihm nicht. Von daher nochmal herzliche Grüße an dich an dieser Stelle, Damian. Schade, dass du nicht dabei warst, aber das holen wir bestimmt nochmal nach. Und ja, ich denke, in Zukunft müsste man, wie gesagt, bachabwärts ein bisschen nochmal gucken, da nochmal prospektieren. Ich denke, dass es da vielleicht auch ein bisschen mehr zu holen gibt, als jetzt hier an dieser Stelle. Das ist nicht ganz so optimal, aber das war jetzt am einfachsten zu erreichen, erstmal für mich. Und ich hatte keine Lust heute auf große Wanderung, weil es doch recht warm ist. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen. Gerne auch einen nach oben. In letzter Zeit hatten wir auch viele nach unten. Wie gesagt, ich kann es nicht ändern, dass momentan alle Felder zu sind und ich nicht sondeln gehen kann. Aber das ist wirklich keine böse Absicht, sondern ich würde gerne sondeln gehen. Und habe da auch noch das eine oder andere im Petto, was dann vielleicht jetzt zum Herbst hin, was ich zum Herbst hin umsetzen kann. Auch an Themen, da ist auch ein ganz spannender Fund noch mit dabei. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Achso, ich war vor meinem Urlaub noch zweimal an der Elbe mit meiner Tochter das erste Mal waschen. Die ist ja jetzt 3,5 ungefähr. Und ja, die hat richtig fleißig mitgeschippt in den Highbanker rein. Das war total süß. Und da konnten wir auch wieder ein bisschen was finden. Das zeige ich jetzt gleich auch nochmal im Anschluss. Und dann seht ihr auch noch das Gold natürlich von heute, die paar Flitterchen. Und was dann insgesamt dieses Jahr bis jetzt zusammengekommen ist. Und ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und bis zum nächsten Video.